Studierende, ich begrüße Sie zum ersten Interview dieser Veranstaltung, in dem wir nochmal über das Kapitel Vision eines anderen Wirtschaftens reden. Frau Bayer, Sie haben in der Lerneinheit den Begriff Solidarität vorgestellt. Und dabei stellen Sie auch das Solidaritätsprinzip als Grundlage des Sozialstaats dar. Das gilt damit ja auch für Deutschland. Finden Sie, dieses Prinzip ist denn heute noch gut vertreten oder vielleicht auch differenziert, wo findet sich es noch gut wieder, wo aber auch nicht mehr? Ja, das Solidaritätsprinzip ist ja im Grunde genommen in dem Grundgedanken des Sozialstaates ganz, ganz fest verankert, einfach in der Vorstellung, dass es eine Solidargemeinschaft gibt, die sich um alle kümmert und auch um alle Probleme der Einzelnen kümmert. Das heißt, dass niemand in dieser Gemeinschaft, in dieser Solidargemeinschaft auf sich allein gestellt ist. Das ist ja der Grundgedanke und das war auch der Grundgedanke bei der Installation des Sozialstaates. Ja? Also beginnt bei den Anfängen, sage ich mal, bei der Gesetzgebung bei Bismarck bis hin zum modernen Wohlfahrtsstaat, ja? Wo das Solidaritätsprinzip nach wie vor verankert ist. Wir sehen allerdings, dass es jetzt im Zuge der neoliberalen Entwicklung zunehmend zurückgedrängt wird. Also das beste Beispiel in meinen Augen ist das Beispiel der gesetzlichen Krankenversicherung, wo wir ja eine Beitragsgleichheit haben, unabhängig von der persönlichen Lebenssituation. Das heißt, eine alleinstehende Person ohne Kinder zahlt genauso viel in die gesetzliche Krankenversicherung ein wie ein Familienelternteil mit Kindern. Ja? Also das ist halt so ein ganz, ganz starkes Stück immer noch des Solidarprinzips im Sozialstaat. Aber wenn man da genau hinguckt, dann sieht man eben auch, es gilt immer mehr auch das Äquivalenzprinzip im Gegenzug oder im Gegensatz zum Solidarprinzip. Das ist nämlich die Grundlage der privaten Krankenversicherung. Ja? Also ich zahle sozusagen ein und danach berechnen sich meine Ansprüche. Ne? Ganz klar. Und da wir zunehmend auch so ein Nebeneinander haben von gesetzlichen Versicherten mit privater Zusatzversicherung, eine Aufweichung letztendlich auch der Arbeitsverhältnisse, eine Zunahme von prekären Arbeitsverhältnissen und so weiter, wird dieses Grundprinzip natürlich immer weiter unterhöhlt. Und nichtsdestotrotz finde ich es aber sehr, sehr wichtig, das im Auge zu behalten und auch das hochzuhalten. Da werden wir auch gleich wahrscheinlich noch drauf zu sprechen kommen, gerade auch im Hinblick auf die internationale Dimension der Solidarität, also der Grundgedanke, und den finde ich eben aktuell wie immer. Der Grundgedanke ist, dass alle sozusagen eine Solidargemeinschaft sind. Ja? Und das gilt eben auch international und das haben wir ja im Moment auch sehr, sehr stark präsent in den Debatten um die Klimakrise, wo das ja auf der Hand liegt. Also wir sind alle eine Weltgemeinschaft und wir müssen gemeinsam das alles bewältigen und es kann auch nur gemeinsam gelingen. Das ist die Grundlage und das ist die letztendlich auch das Versprechen, was in dem Prinzip Solidarität enthalten ist. Und wir sollten eben schauen, dass wir es nicht immer mehr aushöhlen lassen. Mhm. Wenn wir nochmal beim Begriff Solidarität bleiben, da haben Sie einmal auch in der ersten Episode dieses Kapitels die Handlungsfelder vorgestellt von Solidarität und da die Unterscheidung gemacht zwischen Solidaritätsprinzip und Subsidiaritätsprinzip. Können Sie das nochmal erklären? Was sind die Unterschiede der beiden Prinzipien? Das Subsidiaritätsprinzip bezeichnet ja eine Verantwortlichkeit der jeweils kleinsten Einheit, ja, als sozusagen als Grundlage von staatlichem Handeln. Also dass man eben sagt, wenn jetzt jemand ein Problem hat, seine Existenz zu sichern, seine Pflege zu organisieren oder was auch immer, seine Ausbildung zu finanzieren, ist erstmal die kleinste Einheit dafür zuständig, sprich die Familie. Und erst wenn das nicht mehr ausreicht, kommt sozusagen dann staatliches Handeln ins Spiel. Also das ist jetzt eigentlich kein Gegensatz, die beiden Prinzipien sind kein Gegensatz, sondern die regeln eigentlich eher noch die Zuständigkeiten.
weil natürlich ist auch Solidarität begrenzt, ja, also von den Ressourcen her. Also wenn die Gemeinschaft kann natürlich auch nur so viel an Ressourcen solidarisch verteilen, wie sie generell hat. Und die Subsidiarität, schwieriges Wort, regelt eben einfach die Zuständigkeit und die Reihenfolge. Und was ja auch viel thematisiert ist, dass wir einfach weg von der Industrialisierung müssen, weg vom Kapitalgedanken in der Wirtschaft. Und das Konzept der Solidarität natürlich ein Gegenvorschlag ist oder ja auch etwas, was es vielleicht schon mal gab. Und das wäre auch vielleicht die Frage, also jetzt ist gerade ist Zeitalter der Industrialisierung, aber wie war es denn da vor? Gab es schon mal sozusagen ein besseres Miteinander oder auch ein schlechteres? Oder war es einfach selbstverständlicher, sich zu helfen, sich füreinander gegenseitig einzustehen, unterstützen? Ja, am Beginn der Moderne, so wird es ja diskutiert, steht ja die Individualisierung. Ja? Und wenn wir das industriehistorisch sehen oder sozialgeschichtlich sehen, ist ja mit der Industrialisierung ein immenser sozialer Wandel einhergegangen, in dem Sinne, dass einfach die Menschen in Massen vom Land in die Stadt kamen. Und das wurde ihnen natürlich, oder das haben sie auch erlebt damals zunächst mal als Fortschritt, ja. Das heißt als Ausbruch letztendlich auch aus einengenden Familienverhältnissen, aus Abhängigkeiten, persönlichen Abhängigkeiten von Familienmitgliedern, von Gutsherren, von Besitzern und so weiter und so fort. Es war erstmal das Freiheitsversprechen damit verbunden und dem sind ja auch die Massen letztendlich gefolgt. Ja? Das heißt, es gab dann statt dem Clan beispielsweise, statt der Großfamilie, ja, oder statt dem Großgrundbesitzer, gab es auf einmal die Möglichkeit, sich eine individuelle Grundlage zu erarbeiten, die mit der eigenen Freiheit verbunden war. Nur das Problem ist, dass von Anfang an ja dieses Versprechen so nicht funktioniert hat, sondern wir hatten ja von Anfang an, und das war ja auch der Beginn, schon mit dem Beginn der Industrialisierung, setzte ja schon die Konsumgenossenschaftsbewegung ein, genau aus dem Grund, weil die Lohnarbeit, das Versprechen der Lohnarbeit letztendlich nicht dazu ausreichte, sich ein menschenwürdiges Leben zu sichern. Ja, also in den Anfängen war ja auch noch keinerlei Regelung getroffen, es gab noch keine Arbeitszeitregelung, es gab noch keinen Gesundheitsschutz, es gab noch keine Urlaubsregelung, es gab keine Rente, es gab keinen Feiertag, sondern es gab letztendlich die pure Ausbeutung von Arbeit, also nicht nur von männlichen Arbeitern, sondern auch von Anfang an mit Frauen und Kindern. Ja? Und das alles hat sich ja erst dann entwickelt im Zuge auch der sozialen Kämpfe und der sozialen Auseinandersetzungen über das, was Arbeit ist und was gerechte Arbeit ist und gerechter Lohn. Ja? So, insofern war das einerseits, sehe ich auch so, sozial gesehen sicherlich ein Fortschritt, ja, also ein Ausbruch, wie gesagt, aus häufig unterdrückerischen Verhältnissen, aus extremer Armut, ja. Also ich möchte jetzt auf keinen Fall die vorindustrielle Gesellschaft jetzt glorifizieren, ja, sondern die war auch natürlich auch von extremen Ungleichheiten gekennzeichnet, aus dem Feudalsystem herkommend und so weiter. Aber letztendlich denke ich, dass die Industriegesellschaft das Versprechen bis heute schuldig geblieben ist. Und zwar deswegen, weil einfach die Bedingungen, unter denen die Lohnarbeit stattfindet, so sind, dass sie eben, und das sehen wir heute wieder, dass sie nicht ausreicht, um eine würdige Existenz sich zu sichern. Und insofern haben wir jetzt heute wieder die Diskussion noch zugespitzt durch die Situation, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt beispielsweise durch die Digitalisierung bedingt so ein Zukunftsszenario,
dass möglicherweise in 25 bis 30 Jahren noch viel, viel mehr Jobs wegfallen, ja. Also dass wir dann nochmal, manche sagen, wir werden nochmal eine neue Massenarbeitslosigkeit in nie gekannter Art und Weise bekommen. Bedingt eben dadurch durch künstliche Intelligenz und ähnliche Dinge. Also in der Pflege beispielsweise gibt es dann halt einen Pflegeroboter, der dann die unangenehmen Tätigkeiten verrichten will, die wir auch nicht organisiert bekommen durch intelligente Zuwanderung, Qualifizierung von Zugewanderten oder sowas. Also Stichwort lieber ein Pflegeroboter als ein qualifizierter Flüchtling. Das scheint auch nicht zu funktionieren, ja, dass wir sozusagen in dieser hochindustrialisierten Gesellschaft das noch abfangen mit zugewanderten Arbeitskräften und gleichzeitig da noch einen Moment der Integration hinkriegen. Das sieht im Moment ja auch nicht unbedingt so aus, ja. So, und angesichts dessen kommen jetzt natürlich massiv die Überlegungen wieder hoch. Wie kriegen wir denn eine Gesellschaft organisiert, die jenseits von Lohnarbeit, ja, und jenseits von Industrialisierung es hinbekommt, die Bevölkerung trotzdem existenzsichernd zu versorgen. Und da kommen dann Debatten wie bedingungsloses Grundeinkommen mit rein. Also das würde ich auch immer, ich weiß gar nicht, ob es in der Reihe sonst vorkam, so direkt glaube ich nicht, aber letztendlich kann man es auch nur denken. Also wenn man jetzt gesamtgesellschaftlich denkt, muss man sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen mit dazu denken, weil einfach die Bedingungen für ein gesamtes Wirtschaftssystem, was aus solidarischen Kleinbetrieben besteht, auch unrealistisch sind. Ja? Also das heißt, die Vision im Moment ja auch wieder stärker diskutiert, bedingungsloses Grundeinkommen und dann ergänzend dazu solidarische Wirtschaftsbetriebe, in denen es möglich ist, dass Menschen auch ihre Begabungen ausleben, Solidarität untereinander pflegen und letztendlich dazu beitragen, dass wir ein anderes gesellschaftliches Miteinander bekommen. Denn die Basis natürlich des gesellschaftlichen Miteinanders ist ja im Grunde genommen die Ökonomie. Und wenn die Ökonomie auf einem reinen Konkurrenzprinzip basiert, ja, dann kriegen wir das auch außerhalb der Ökonomie allein durch Kultur oder Soziales, kriegen wir das im Grunde auch nicht mehr aufgefangen. Genau, da wäre tatsächlich auch nochmal meine Nachfrage gewesen. Ne? Also es ist ja in der heutigen Diskussion um Klimawandel und Digitalisierung, die die Gesellschaft ändern wird und dass jedem klar ist, dass irgendwie das Wirtschaftssystem nicht das perfekte ist. Genau, immer wieder gefordert, es braucht einen Systemwandel, nur wie kann der konkret gestaltet werden? Da ist das Grundeinkommen ein konkreter Vorschlag, wie das gemacht werden kann. Genau, kennen Sie noch andere, also wirklich einfach Praxistipps, praktische oder Umsetzungsideen, nicht nur Tipps, das ist ja was Größeres, was gedacht wird. Also wie jeder zu einer solidarischen Wirtschaftsweise kommen kann, meinen Sie jetzt? Oder Genau, ja, also wie kann man so einen Wandel, eine Veränderung antreiben, anpieksen? Also das stehen ja natürlich alle vor dieser großen Frage, aber vielleicht hat das solidarische Wirtschaften da ja auch eine Antwort. ja, also da gibt es sicherlich auch sehr niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeiten, beispielsweise die eigene Versorgung mit Lebensmitteln aus einer Food Coop, sage ich mal. Das ist etwas, was letztendlich nicht mal eine monetäre, also was nicht mal eine Investition erfordert oder was nicht mal eine Formalisierung erfordert. Also da muss ich nicht mal ein Unternehmen oder einen Verein gründen, sondern gerade Food Coops, die funktionieren häufig auch komplett informell, ja, auf der Ebene von Nachbarschaftszusammenschlüssen beispielsweise, ja. Es gibt beispielsweise also wenn man es jetzt aus der Stadt nimmt, es gibt einen Hof am Stadtrand und von dort wird einfach dann Gemüse und sonstige Lebensmittel werden in die Stadt gebracht und dann werden sie in der Stadt einfach verteilt an die Mitglieder und das ist etwas, was denkbar einfach zu regeln ist. Also man braucht eigentlich nur einen Raum,
Da muss man irgendwie gucken, dass der möglichst keine Miete kostet, dass er bei irgendwem ist, der ihn zur Verfügung stellt, ja, dass jeder einen Schlüssel bekommt, dass man ein paar Grundregeln einfach aufstellt, ja, also diejenigen, die dort zum Beispiel Dienst machen, die müssen sich ein bisschen absprechen, dann muss natürlich klar sein, dass jemand da ist, wenn die Lieferung kommt und so weiter. Aber das ist ja wirklich super, super einfach. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass da auch schon so ein Punkt ist, wo viele Leute merken, was eigentlich im Leben außerhalb von so einer sozialen Organisation, was da so schief läuft. Ja? Also wo man einfach selber auch einfach nur durchs Tun drauf kommt, ah ja, so einfach kann das ja sein. Ah ja, die Lebensmittel, die sind von da. Ah ja, diesmal sind beispielsweise die rote Beete, die sind nichts geworden dieses Jahr. Okay, muss man was anderes machen. Also das setzt so viele Gedanken in Gang, die ich überhaupt nicht haben kann, wenn ich einfach nur immer im Supermarkt einkaufe. Ja? Und dann entstehen aus solchen Food Coops meistens freundschaftliche Bezüge, beispielsweise zu diesen Höfen am Stadtrand oder auf dem Land. Daraus kann sich dann sehr viel mehr ergeben. Es kann daraus eine ganze Solavi-Gruppe entstehen, muss aber nicht. Ja? Also ich denke, wie gesagt, solche niedrigschwelligen Dinge sind für viele Menschen letztendlich machbar und sind auch ein Gewinn. Ja? Darum geht es ja auch immer, dass es nicht als zusätzlicher Ballast oder zusätzlicher Stressfaktor im Leben noch auftaucht, sondern dass ich wirklich sehe, ich habe da einen Gewinn davon, ich habe daran Spaß. Ja? Und es ist nicht nötig, dass ich hier jetzt wieder irgendwie einen extra Verein gründe, der jetzt wieder einen Vorstand braucht, wo sich wieder niemand findet, der das macht und so weiter. Also Food Coop ist da für mich wirklich ein richtig gutes Beispiel. Wenn Sie natürlich dann ein bisschen weitergehen, beispielsweise eine Energiegenossenschaft eintreten, da wird es dann natürlich ein bisschen verbindlicher, ja, natürlich. Aber im Grunde genommen sind auch die Energiegenossenschaften immer noch relativ niedrigschwellig, insofern als ich meine Anteile natürlich jederzeit auch wieder rausnehmen kann. Also es sind ja keine Projekte, mit denen man sich ein Leben lang verheiraten muss. Ja? Und gerade deswegen finde ich nämlich auch die Genossenschaft im Moment so attraktiv, weil ja die Menschen, das zeigen ja fast alle Studien, weil ja der moderne Mensch in unserer Industriegesellschaft sich auch nicht mehr binden will. Also er will sich nicht mehr ortsmäßig binden und er will sich eigentlich auch nicht mehr organisationsmäßig lebenslang binden, sondern er macht halt mal heute mal dies und morgen mal das. Und eigentlich ist die Genossenschaft so eine Organisationsform, die dem sehr gut entgegenkommt. Ja, weil ich kann in meinen Geschäftsanteil, ich kann dann irgendwie 500 oder 1000 oder noch mehr Geld investieren, ja, und ich kann es aber auch wieder kündigen. Und ich bekomme es auch wieder zurück, ja. Das heißt, auch von daher ist es im Grunde genommen was sehr, sehr zeitgemäßes und vor allem, ich war jetzt wieder kürzlich bei einem Treffen von Energiegenossenschaften. Es ist halt einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl für die beteiligten Menschen, weil sie einfach ganz, ganz klar sehen, dass sie wichtige Dinge des Zusammenlebens selbst in die Hand nehmen können und dass sie sehr, sehr viel bewirken können. Ja? Und das ist ja gerade auch im Moment angesichts der Klimadebatte, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, einfach diese Ohnmacht zu durchbrechen und zu sagen, es gibt in jedem Bereich des Zusammenlebens, gibt es die Möglichkeit, den anders zu organisieren. Ich kann anders einkaufen, ja, ich kann anders, also konsumieren kann ich natürlich auch jenseits von solidarischen Formen, kann ich auch anders konsumieren, ich kann andere Dinge kaufen, ja, aber das Solidarische ermöglicht natürlich sehr viel mehr. Ich kann in anderen Geschäften kaufen und kann damit andere soziale Prozesse unterstützen. Und es beschränkt sich dann auch nicht nur darauf, dass ich ein Produkt kaufe, also Geld gegen Ware, ja, sondern es kommt damit auch noch ein gesellschaftlicher Mehrwert ins Spiel, teilweise sogar in der Form, dass durch den Preis, den ich da bezahle, ein anderes Projekt beispielsweise noch unterstützt wird. Ja, dass
eben auch das Geld selbst einen viel, viel höheren Wert hat, als allein nur den Ausgleich für das Produkt zu schaffen, ja, sondern dass das Geld eben selbst einen sozialen Mehrwert hervorruft oder einen Kreislauf von sozialen Handlungen hervorruft. Und das ist auch spürbar und da finden auch Lernprozesse statt, die, glaube ich, jetzt in Zusammenhängen, in denen es dann nicht um Wirtschaften geht, nicht so erfahrbar sind. Das ist, finde ich, vielleicht auch ein schönes Schlusswort oder eine schöne Aufforderung an die Studenten als Abschluss zu diesem Interview, vielleicht einfach mal durch die eigene Stadt, durch den eigenen Ort zu laufen und gucken, ob es da nicht solche Initiativen gibt, ob die spannend sind, ob man nicht mitmachen kann, weil man halt nicht nur, sagen wir mal, was Gutes oder was anderes tut, sondern auch noch Spaß bei der Sache haben kann und viel lernen. Dafür würde ich erstmal sagen, vielen Dank, Frau Meier, für dieses Interview und wir sehen uns dann in den nächsten Kapiteln wieder.